Hallo alle zusammen, ich heiße Chica und herzlich willkommen zu Cooking for Smiles. Wenn ihr Nudelauflauf hört, woran denkt ihr? Vielleicht denkt ihr an Butter, an Sahne oder an Käse. Richtig, oder? Aber wie wäre es mal mit einem Nudelauflauf ohne Milchprodukte? Wie könnte man so etwas zubereiten? Bleibt dran, ich zeige es euch. Zuerst koche ich 200 Gramm Pasta. Hierfür könnt ihr eure Lieblingspasta auswählen. Die genaue Zubereitung hängt von der Art ab, welche stets auf der Verpackung zu finden ist. Meine Pasta koche ich mit etwas Salz. Die Pasta schütte ich ein Sieb, damit das Wasser abtropfen kann. Um zu vermeiden, dass die Pasta verklebt, kann man etwas Olivenöl verwenden. Als weitere Zutaten verwende ich eine kleine Zwiebel, ein Bündel Spinat und 3 kleine Kartoffeln. Die Kartoffeln in kleine Stücke schneiden und in eine Glasschale geben. Die erhitze ich in der Mikrowelle bei 600 Watt für 3 Minuten. Falls ihr keine Mikrowelle habt oder verwenden möchtet, könnt ihr die Kartoffeln auch in dünne Scheiben schneiden und in der Pfanne braten. Jetzt kommt die Zwiebel. Die ist bereits geschält, schneidet beide Enden ab und entfernt letzte Reste der Schale. Dann wird sie halbiert und der innere Teil entfernt. Hierfür schneide ich ein V in jede Zwiebelhälfte. Der mittlere Teil ist zwar essbar, aber ich finde es so besser. Anschließend alles klein schneiden. Und die Zwiebel ist bereit. Als nächstes schneide ich das Bündel Spinat. Es ist bereits geputzt und gewaschen. Den unteren Teil abschneiden. Der kommt weg. Das Bündel in etwa 4 cm lange Stücke schneiden. Die ersten Stängel lege ich zu den Zwiebeln. Die brate ich zuerst. Inzwischen sind die Kartoffeln fertig. Jetzt bereite ich die Gewürze vor. Das ist Rainbow Pfeffer. Ganz normaler Pfeffer geht auch. Dann kommt Knoblauchsalz. Kommen wir zum Braten. Ich brate die Zwiebeln mit Olivenöl an und mische sie dabei ständig. Wenn die Farbe der Zwiebeln sich beginnt zu verändern, ist es Zeit, die Spinatstiele hinzuzufügen. Und weiter mischen. Nach kurzer Zeit können die restlichen Spinatblätter auch hinzugefügt werden. Es sieht vielleicht nach viel aus, aber die Blätter werden bald schrumpfen. Jetzt kommt pflanzliche Sahne hinzu. Sie basiert auf Soja. Ich vermische alles kurz und lasse es ein paar Minuten kochen. Nun kommen die bereits gekochten Kartoffeln hinzu. Etwas mischen reicht aus. Das gleiche gilt für die Pasta. Jetzt kommt die zuvor vorbereitete Gewürzmischung. Und etwas Gemüsebrühe hinzu. Und wieder gut mischen.
Eigentlich sind bereits alle Grundzutaten enthalten. Als Besonderheit ergänze ich den heutigen Auflauf mit 2 Dosen Thunfisch. Insgesamt 140 Gramm. Anstatt Thunfisch kann man auch Schinken oder nur Mais verwenden. Anschließend schütte ich alles in eine Auflaufform. Dies hier ist 27 x 18 cm groß. Ich hätte sie in Ikea für etwa 4 Euro gekauft. Das ist keine Werbung, aber ich finde sie einfach gut. Bevor ich den Käse oben drauf lege, verteile ich die Nudeln gut. Der Käse besteht aus Sojamilch und Kokosöl und ist somit vegan. Der Käse sollte die Nudeln gut abdecken. Jetzt kommt alles bei 230 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Es ist Zeit, den Auflauf zu servieren. Im Vergleich zu einem normalen Nudelauflauf mit Milchprodukten finde ich diesen leicht verdaulicher. Es ist für Leute zu empfehlen, welche nicht so schwer essen möchten.